Ich habe mit den Leuten da oben nichts zu tun. Ich habe mein eigenes Essen, ich habe mein eigenes Wasser, ich habe meinen eigenen Strom. In meinen Augen machen die das hier kaputt. Kennt ihr den Traum vom anderen Leben, vom Aussteigen? Mich fasziniert das. Frei von allen Konventionen, auf einem Stück Land mit einer Gruppe Gleichgesinnter, einfach so leben, wie man will. Immer mehr Freiheit, immer mehr und dann herrscht Anarchie. Über 2 Monate begleite ich eine Kommune auf Gran Canaria und merke schnell, das Leben hier bringt eine Menge Konfliktpotenzial mit sich. Alkohol bringt Streit hier hin. Ne? Und auch die schönste Gruppenutopie kann damit enden, dass man nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander spricht. Er hat in einem seiner Videos gesagt, dass hier einer in der Gruppe nie mitarbeitet und der wird sowieso demnächst wieder gehen. Warum ist es so schwierig, in einer Aussteigergemeinschaft miteinander klarzukommen? Und woran kann das Experiment totale Freiheit scheitern? Ich frage mich, ob man das schaffen kann, dass man sich solche Regeln aufsetzt oder so schlau miteinander umgeht, obwohl man sich vorher noch nie gesehen hat, dass man am Ende eine gute, funktionierende Gemeinschaft wird. Dass ich all das hier mit der Kamera begleiten kann, ist etwas Besonderes. Denn viele Menschen in solchen Aussteiger-Communities sind eher medienscheu. Pascal allerdings nicht. So. Ich treffe ihn bei seinem Abschied aus Beneficio, einer bekannten Aussteigergemeinschaft auf dem spanischen Festland. Er will und er muss hier weg. Unter anderem, weil er mit mir vor der Kamera spricht. Ich habe nämlich schon einmal einen Bericht über ihn gedreht, vor etwa einem Jahr. Danach gab es ziemlich Beef im Camp. Es gab wohl Versammlungen, es gab Ärger, es gab Hass auf Pascal, dass er das gemacht hat. Ihr seht, wir sind jetzt da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Auch deshalb, weil Pascal selber auf YouTube über seinen Alltag berichtet. So verdient er ein bisschen Geld. Seine Zuschauer können ihn nämlich vor Ort besuchen, um ins Aussteigerleben reinzuschnuppern. Dieses Geschäftsmodell ging einigen in Beneficio gegen den Strich. Meine Art des Arbeitens in dieser Form war für sie in ihren Augen nicht gut und beängstigend. Und dann natürlich auch der Neid. Ja. Also haut Pascal von hier ab. Sein neues Ziel ist Gran Canaria. Das ist schon eine K2-Besteigung. Wir fahren mit der Fähre. Das ist billiger und hundefreundlicher als Fliegen. Es dauert 32 Stunden. Pascal kommt aus der Schweiz, ist ausgebildeter Privatdetektiv und hat lange im Sicherheitsdienst gearbeitet. Vor 3 Jahren hat er all das hinter sich gelassen. Weil ich Langeweile hatte in meinem Leben. Mein Sohn war groß. Meine damalige Frau hat nicht mehr geklappt, die Beziehung. Ich war nur noch am Arbeiten für mich persönlich. Und das war für mich zu wenig. Wir kommen auf Gran Canaria an. Über das Internet hat Pascal mitbekommen, dass hier eine Aussteigergemeinschaft nach neuen Mitbewohnern sucht. Im Rainbow Crystal Land ist die Community gerade dabei, sich neu zu finden. Wir brauchen hier ein paar Männer. Weil Colin ist da. Seit 10 Jahren lebt die Gemeinschaft auf dem Gelände, hat sich bis jetzt als Teil der Rainbow-Familie verstanden. Das ist eine internationale, lose Hippie-Bewegung. Vor ein paar Monaten ist der Kopf der Gruppe, ein Mann namens Looney Ballooney, gestorben. Eigentlich gibt es bei den Rainbows keinen Chef. Das gehört zu den Grundsätzen. Trotzdem hat Looney Balloonys Tod eine Lücke hinterlassen. Und jetzt manage ich Rainbow Crystal Land. Und wir leben hier autark, versuchen irgendwann die normale Gesellschaft nicht mehr zu brauchen. Aber das kriegen wir mit ein paar Leuten auch bestimmt hin. In der Rainbow-Familie herrschen idealerweise Friede, Liebe und Einheit. Keine Gewalt, keine Hierarchie. Zu der Gruppe gehören hier etwa 6 bis 8 Leute. Einige wollen nicht gefilmt werden. Den Rest stelle ich euch später vor. Mein erster Eindruck? Ja, es ist einfach, es ist nett. Es ist wirklich nett. Wir schauen mal, wie es weitergeht. 2 Monate später bin ich zurück auf Gran Canaria. Pascal hat mir Nachrichten geschickt. Er erzählt von vielen Ideen, die er umsetzt. Aber es gibt wohl auch Ärger in der Gemeinschaft. Es scheint jetzt auch hier ein bisschen zu rumpeln. Und von daher bin ich gespannt, wie zerstritten oder nicht zerstritten die Gemeinschaft jetzt ist. So.
Wie geht's dir im Moment? Erzähl noch mal. Ja, ist super, super aufregend. 9 Wochen, 10 Wochen, irgendwas in diesem Raum muss das jetzt her sein. Angekommen, das Ganze erlebt, viel umgeschmissen, umstrukturiert. Ja, hat sich aber im Positiven in dem Sinn gewandelt. Danke fürs Tragen. Ja, bitte. Jetzt würde ich ja nie da unten ankommen. Ich komme mit dem Rollkoffer ins Aussteigercamp. Geht leider nicht anders, denn im Gegensatz zu Pascal kann ich das ganze Kameraequipment plus Klamotten nicht alleine auf dem Rücken schleppen. In den 3 Tagen, in denen ich hier bin, steht einiges an. Das Badezimmer sind wir am Machen, die Decke haben wir runtergeholt, die Bar ist am Machen, der Stall für die Tiere, viele Diskussionen, aber wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Diskutiert wird zum Beispiel über die Frage, was die Gruppe aus dem Gemeinschaftshaus machen will. Ich kann erstmal hier schlafen. Ein Upgrade zum ersten Besuch, als ich noch gezeltet hatte. Pascal hat sich am anderen Ende des Geländes sein Lager gebaut. Oh Gott, Unterhosen, Mike. Du bist eine Nummer. Ich habe gerade einen Abdul richtig verärgert. Das ist Mike. Er erzählt, dass Mitbewohner Abdul sauer auf ihn ist, weil er ein paar Blumen weggeschmissen hat, die Abdul mir zeigen wollte. Der erste kleine Streit, den ich mitbekomme. Aber ich glaube, der kriegt sich wieder ein. Ich finde das total klasse. Gelassen bleiben, das geht schon vorbei. So einfach lassen sich leider nicht alle Konflikte lösen, wie ich später noch merken werde. Das Haus gehört übrigens einem alteingesessenen, sehr wohlhabenden Mann aus Gran Canaria. Die Bewohner kennen ihn und solange hier alles in ruhigen Bahnen verläuft, dürfen sie auf dem Gelände machen, was sie wollen. Ich treffe Abdul. Er hat die besten lokalen Connections, weil er schon einige Jahre hier wohnt. Er ist außerdem der Einzige, der kein Deutsch spricht. Yo soy internacional. Yo me considero una persona internacional, porque a mí no me importa de dónde es la persona. Lo que importa es cómo tú eres. La tierra es para todo, la tierra es la madre de todo. Yo soy de Marruecos. Pero ¿cómo es para ti vivir aquí con solo alemanes? Normal, como todos lados del mundo. Hay gente buena y hay gente mala, como todos lados. Weil nur Pascal sich auf Spanisch einigermaßen verständigen kann, sind er und Abdul gute Kollegen geworden. Gemeinsam haben sie einiges geplant. Zum Beispiel wollen sie den Garten wieder in Schuss bringen. Heiland, wieso ist hier kein Connector? Hier, ein Hahn und dann wird das was. Die Wasserversorgung muss auf Vordermann gebracht werden. Der alte Stall wird ausgeräumt. Pascal träumt von einem Pferd, dazu ein paar Ziegen. Alles noch dicht machen, Nägel weg, alle scharfen Kanten weg. Im Gemeinschaftshaus wollen Pascal und die ihn unterstützen, eine Bar aufbauen. Das ist Alex. Er ist vor ein paar Wochen als Aussteiger auf Probe hergekommen. Also ich bin gelernter Industriemaurer. Ja, ist ein Job, ist okay, kann man machen, ist man aber nur unterwegs. Beim Baumkletterer war ich, beim Helfer tätig. Ja, zu guter Letzt bin ich in der Gießerei gelandet, in der Kunstgießerei. Da haben wir Skulpturen angefertigt und ja, da war halt dieser enorme Druck. Ja, mit der Verantwortung halt als Vorarbeiter war das dann noch extremer und ich mir dachte, ist das das Wahre? Nee. Also wenn es mir ganz gefällt, dann bleib ich auch gleich heute komplett hier. Mal gucken, ne? Mal gucken, wie die Zeit das bringt. Ne? Die geplante Bar sorgt für Unruhe in der Gruppe. Es geht um die Frage, ob man auch Alkohol verkauft. Eigentlich ist Alkohol in der Rainbow-Bewegung verpönt. Doch mit den neuen Bewohnern werden jetzt die Regeln neu ausgelegt. Ja, wie schaut's aus?
Mindestens einer der Bewohner hält das für ein absolutes No-Go. Colli. Er hat sich vor allem mit Pascal zerstritten, kommt kaum noch hier hoch. Später werde ich ihn unten in seinem Zelt besuchen. Hier ein kleiner Vorgeschmack. Auf dem Rainbow-Gelände gibt es kein Alkohol. Ich weiß gar nicht, das interessiert den gar nicht. All das ist entweiht. Ich habe im Prinzip mit den Leuten da oben nichts zu tun. Ich habe mein eigenes Essen, ich habe mein eigenes Wasser, ich habe meinen eigenen Strom, ich habe mein eigenes Ding hier, meine eigene Küche. Ich lebe hier für mich. Ich koche nicht mit denen, ich sitze nicht an dem plastikvergifteten Lagerfeuer, wo sie dauernd irgendeinen Scheißdreck verbrennen. Das ist nichts für mich. In meinen Augen ist das hier, machen die das hier kaputt. Das wird auch nicht lange gut gehen, dann zerfleischen die sich da oben auch. Auch für Judith ist die Idee mit dem Alkoholverkauf gewöhnungsbedürftig. Eigentlich ist sie dagegen. Alkohol bringt Streit hierhin. Ne? Deswegen ist auch in Rainbow eigentlich verboten, Alkohol zu trinken. Ne? Also ich akzeptiere schon mal, wenn die Leute sich eine Dose Bier trinken oder so, aber saufen gibt es nicht, weil es wirklich Streitereien gibt und die Leute sich Sachen an den Kopf schmeißen, was nicht sein sollte. Ein Kiffer, sag ich mal, der ist irgendwann breit, sitzt in der Ecke und schläft. Andere Drogen sind hier strikt verboten, merke ich das. Da bin ich wirklich so ganz krass und sag, Leute, Koffer packen, ciao. Keine Achtung, weil das gibt dann also richtig Ärger, wenn die hier mit Heroin, Kokain anfangen. Wir haben hier so Leute gehabt und ich habe gedacht, ja okay, die benehmen sich ja, aber die haben nachher alle Leute angesteckt und nachher liefen nur Kokser hier rum und die haben sich die Köpfe eingeschlagen und das geht nicht. Besonders, weil ich meistens hier auch noch als Frau alleine bin, da will ich nicht irgendwelche Psycho-Menschen, sag ich mal, hier haben, die dann eben auf Koks abdrehen. So, ne? Als ich das erste Mal hier war, gab es noch einen Bewohner, der nicht gefilmt werden wollte und in einem Methadon-Programm war. Damals hatte Judith ein Auge zugedrückt und gehofft, dass er keinen Mist baut. Doch dann hat er seinen Stoff im Dorf verkauft. Da haben wir gesagt, also die Leute, die jetzt hier leben, pack deine Klamotten und geh. Eigentlich, wenn die Leute nur beim Kiffen bleiben, ist hier Frieden. Aber was, wenn auch ohne Alkohol und Koks mal eine Situation eskaliert? Wenn vielleicht jemand andere Probleme hat und die Kontrolle verliert? Obwohl ich eigentlich alle Bewohner super nett finde, ist mir in dieser Nacht irgendwie mulmig. Am nächsten Morgen ist Pascal schon vor mir wach. Er ist am Arbeiten, checkt Audionachrichten, koordiniert seine YouTube-Pläne. In der Regel habe ich eine ganz gute Menschenkenntnis, aber irgendwie hier, dann zweifle ich manchmal dran. Ich weiß auch nicht warum. Weil das ist, weil der Schutz fehlt, der gewohnte Schutz von Menschen umgeben zu sein. Und überall hast du jemanden, wo du notrufen kannst. Hier ist es ein Marsch von 10 Minuten, Viertelstunde, bis du die Straße erreicht hast. Und schon da hast du dann so gesehen wieder dein Sicherheitsgefühl wieder. Autos kommen, fremde Menschen sind da, Augenzeugen sind da. Ich glaube, das macht viel aus im Kopf dann, ja. Total, ja. Haben sich so eine Ängste bei dir zum Beispiel schon mal bestätigt? Hast du schon mal erlebt, dass jemand durchgedreht ist aus dem Nichts? Also seit ich ausgestiegen bin. Ja. Im Benefizio ist tatsächlich eine Frau, also richtig losgegangen. Ja. Und das war schon schwierig, weil bist du als Mann gefangen, weil du kannst ja nichts machen. Was willst du da machen? Ja, also da bist du hilflos. Also da bist du ein bisschen hilflos, da kannst du machen, was du willst, versuchst sie zu halten. Ja. Wenn so eine Frau dann durchdreht, hast du ein Problem als Mann, weil du kannst einfach nichts machen, ja, ohne zu verletzen. So, ja. Die Freiheit verleitet manche Menschen, wenn sie nicht aufpassen, dazu auch die Gewaltfreiheit in Anspruch zu nehmen. Ja. Trotzdem kommt es mir hier bei Tageslicht total abwegig vor, dass ich in der Nacht plötzlich Angst hatte. Ich besuche Mike in seiner Hütte. Pass ein bisschen auf hier beim Runtergehen. Da gibt es runde Steine. Er ist das beste Beispiel dafür, wie ruhig und sanftmütig die Stimmung meistens ist. Hier, so wache ich jeden Morgen auf, wenn ich mein Zelt aufmache.
Da hinten sieht man wirklich 20 Kilometer, 30 Kilometer, unglaublich weit in die Ferne. Das ist wunderschön. Ja. Ich war technischer Assistent beim Bayerischen Rundfunk, Cable Guy, und wir haben halt unsere Jobs so bekommen, dass wir halt angerufen wurden oder irgendwie über E-Mails. Und eines Tages wurde ich angerufen, dass ich halt so 2 Wochen Job machen kann. Dachte ich mir, geil. Und dann hieß es, okay, ich habe den Job. 5 Minuten später Anruf, ja, du brauchst einen Test. Und da habe ich gesagt, nö, mache ich nicht, will ich nicht. Ich möchte nicht genötigt werden, dass ich irgendwie bei euch arbeiten kann. Ja, habe ich den Job nicht gekriegt. Und ab da war halt jeder Job nur mit Test möglich. Und da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Und dann habe ich mich so langsam, habe ich mir auch so Aussteigervideos angeguckt. Jetzt ist er hier und flechtet sein neues Zuhause zusammen. Mike ist auch Musikproduzent und will sich hier sogar sein Studio reinbauen. Kommt nochmal eine dicke Schicht außen rein und dazwischen kommt die Isolierung Heu und Stroh und so weiter. Und oben aufs Dach möchte ich mir quasi meinen Wohnbereich bauen. Unten möchte ich mir eine kleine Kochecke reinbauen und da hinten möchte ich, wo das Zelt jetzt steht, möchte ich mir mein kleines Studio reinbauen, Musikstudio. Genau. Mit seiner kritischen Haltung zu den Corona-Maßnahmen ist Mike hier nicht alleine. Es gibt einen im Camp, der sieht das alles noch viel drastischer. Colli. Er wohnt abgelegen auf seinem eigenen Plateau. Er und der Rest der Gemeinschaft haben Streit, das weiß ich schon. Ich will herausfinden, was dahinter steckt. So, ich bin jetzt auf dem Weg zum Colli. Die anderen haben jetzt gesagt, dass Colli eigentlich mit geimpften Leuten nichts zu tun haben will und denen nicht zu nahe kommen will. Deswegen weiß ich nicht, ob er jetzt wirklich mit mir reden will. Mal vorsichtig fragen. Colli? Hallo? Hallo. Ich wollte mal fragen, ob ich dich mal besuchen darf. Ja, komm. Auch wenn ich geimpft bin? Naja, muss ich halt Abstand von dir halten. Halten wir Abstand, okay. Das ist also Colli, auch bekannt als Dr. Colli. Bei seiner Fangemeinde eine echte Aussteigerlegende. Nach Sperrungen auf YouTube und Facebook, weil er Unwahrheiten über Corona verbreitet haben soll, findet man seine Videos im Moment vor allem auf Telegram. Hi, ich bin Dr. Colli, ich bin Hi. Ihr auch? Ihr wisst ja, nicht der Montag ist scheiße, sondern der Job. Weil ich geimpft bin, soll ich ihm heute also nicht näher kommen. Hier ein Ausschnitt aus seiner Begründung. Ja, weil diese Spike-Proteine eben sehr gefährliche Eigenschaften haben. Ich vertraue mehr meinem Körper in der Abwehr gegenüber irgendwelcher Erreger, die in der Luft sind, als Bill Gates. Ja. Also zeige ich euch ein paar Bilder von vor 2 Monaten, als ich von ihm aus noch keinen Abstand halten musste und Pascal und Colli noch keine Feinde waren. Ja, ich baue ja demnächst hier einen Ofen. Pascal, der gerade erst hier angekommen war, hat Colli damals noch geholfen, die schweren Holzpaletten den Berg runterzuschleppen. Colli wohnt in einer Ger, einer Art mongolischem Rundzelt. Als ich damals hier war, da habt ihr euch ja noch relativ gut verstanden. Was ist dann passiert? In dem Moment, wo er angefangen hat, über meine Sachen zu entscheiden, wo die zu liegen haben, meine Sachen genommen hat, um sie zu gebrauchen, ohne mir Bescheid zu sagen. Und ich ihm dann gesagt habe, hör mal, wie kommst du dazu, an meine Sachen zu gehen? Und dann hat er gesagt, ja, wenn du das nicht aufräumst, musst du dich nicht wundern, wenn das da alles so rumliegt, dass man das nimmt. Ich krieg noch einen moralischen reingedrückt, dafür, dass er meine Sachen klaut. Um das mal mit dem deutschen Wort zu nennen, wenn man was wegnimmt, ohne Bescheid zu sagen. Und für sowas, muss ich ehrlich sagen, habe ich kein Verständnis. Aber der viel größere Konflikt ist ja wahrscheinlich, denke ich mir, wie die Community jetzt dann weiter gestaltet wird. Ne? Das hat sich ja mehr oder weniger dadurch dann entwickelt. Es gab halt dann keine gemeinsamen Gespräche mehr.
Die beiden sprechen nicht mehr mit, sondern nur noch übereinander auf ihren Social-Media-Kanälen. Ich habe eine Weile überlegt, jetzt, ob ich dieses Video machen soll und ob ich das mit irgendwelchen Unterlagen strukturieren soll. Er hat in einem seiner Videos gesagt, dass hier einer in der Gruppe nie mitarbeitet und der wird sowieso demnächst wieder gehen. Da sind die meisten dabei. Die Leute, wo jetzt nicht dabei mitmachen wollen, werden wahrscheinlich dann auch gehen wollen. Und darauf werde ich angesprochen in Telegram. Ja, dann muss ich mich dazu äußern. Und dann regen sie sich auf, wenn ich mich in Telegram äußere. Wieso ich einfach bedrückt innerlich bin. Das Problem ist, dass auch Collys Fans sich äußern, angestachelt von der aufgeheizten Stimmung. Pascal hat Hinweise bekommen, dass seine Hater in Collys Gruppe Drohungen gegen ihn verfassen. Also den Pascal wirst du mit sinnlos, was für ein Vollpfosten. Wie weit das dann ernst gemeint ist oder wie weit das geht, kann keiner sagen. Aber es wurde besprochen. Und ich glaube, das ist schon Aufmerksamkeit genug für eine Person, ja. Es gibt noch andere Vorwürfe gegen Colly, die mit strafrechtlich relevanten Äußerungen durch Colly selbst auf Telegram zu tun haben. Da es aber kein Urteil zu diesen Dingen gibt, gehe ich hier nicht näher drauf ein. Fakt ist, Colly muss gehen. Das hat die Gruppe ihm ein paar Tage nach meinem Besuch mitgeteilt. Er sagt, er wollte eh weg. Der Rest der Truppe sucht jetzt weiter den richtigen Weg, um mit der Freiheit auf Gran Canaria umzugehen. Alegria, wenn der Abdul das sieht, dann schimpft er mit dir. ¿Tú crees que un grupo así necesita como un jefe para funcionar? ¿O no? No ser nada para poder ser todo. Pascal weiß aus eigener Erfahrung, dass Konflikte in solchen Gruppen voller Freigeister auch eskalieren können. In den freien Kommunen erlernt man ja Stück für Stück eine neue Freiheit, eigene Regeln zu leben, die man sich selber mit der Zeit, so möchte ich in die Richtung Mensch sein. Und da merkt man immer mehr Freiheit, immer mehr. Und das kann dazu führen, dass man auch mal zu frei denkt, auch in Dingen her. Ja. Und dann herrscht Anarchie. Dann ist genau diese, also Freiheit und Anarchie geht dann irgendwann über. Ja, und dann wird es Macht des Stärkeren. Ja. Ja, das war meine Reportage. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Abdul hat mir noch eine kleine Blume mit auf den Weg gegeben. Ja, was denkt ihr? Würdet ihr euch gut in so einer Gruppe zurechtfinden, in so einer bunt zusammengewürfelten Truppe? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was euch so durch den Kopf geht. Wenn ihr noch ein Video schauen wollt, dann findet ihr hier an der Seite die Reportage von Julia aus Beneficio. Das ist der Ort, an dem Pascal vorher gelebt hat, dieses Aussteigercamp auf dem spanischen Festland. Ja, und ansonsten abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!